Dankeschön. How do you do? Can you hear me now? Da kommt noch jemand da. Testing, 1, 2, 3. Can you hear me in the back? Yes, super. Ich heiße Helmut Welke, ich bin in Köln geboren, bin aber in Chicago aufgewachsen. Meine Eltern waren Deutsche, meine Mutter sagt, ich könnte nur Deutsch, als ich ganz klein war, aber dann kam ich in die Schule and then everything switched to English. And that's where I did all my studies. I've been an engineer, manufacturing, and I worked for a big company. Maybe you've heard of this company, John Deere, with little green tractors, yes? Diese Ethos kann man kostenlos bekommen, hier am ersten Obergeschoss. Und da ist ein schöner Artikel. Und da ist ein großer Teil davon von Grand Canyon. Kann man ein bisschen mehr lesen in diesem Artikel. So, wir wollen jetzt anfangen, aber mein Dolmetscher kommt noch und ich hole noch etwas. So, wer war schon in Grand Canyon? Oh, ein paar Leute, ja. Ein Dutzend vielleicht oder mehr. Guten Tag, Max. Guten Tag. This talk is half a travelogue. Der Vortrag besteht zur Hälfte aus einem Reisebericht. But slowly we go into more and more evidence. Aber langsam gehen wir mehr und mehr in Beweise for the Sintflut. Für die Sintflut. And you will see as we go along. But I titled this, What is the message of the Grand Canyon? What do the rocks tell us? Ich habe das, der Grand Canyon, was ist seine Botschaft, habe ich diesen Vortrag tituliert. But let's begin with the Bible in 2 Peter 1. Aber lass uns mit der Bibel beginnen in 2. Petrus 1. This is St. Peter's last message to the church. Das ist Petrus letzter Brief, letzte Botschaft an die Gemeinde. It's the short message, 3 chapters. Es ist eine kleine Botschaft, eine kurze Botschaft, 3 Kapitel nur. And in verse 12 it says, I always want you to be ready. I will always be ready to remind you. Und in Vers 12 sagt er dann im ersten Kapitel, darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern. And then in verse 13, again he says, as long as I am here, I want to stir you up by way of reminder. Und in Vers 13 sagt er auch wieder, ich halte es aber für richtig, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere. And then in verse 15, after my departure, you'll be able to call these things to mind. Und dann in Vers 15, ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr euch jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. So 3-mal sagt er Erinnerung auf diese Dinge. And the question is, what? Und die Frage ist, was? An was sollen wir uns erinnern? So the first thing is the gospel. Die erste Sache ist an das Evangelium, That Jesus died for our sins. dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. But I find it interesting Aber ich finde es interessant, that Peter also wants us to remember the global flood of Noah. dass Petrus es möchte, dass wir uns auch an die Sintflut erinnern, an die globale Flut. 2 Peter says, Im 2. Petrus steht im Vers 5, und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte. so here, near the end of the New Testament, Nun am Ende des Neuen Testaments
Peter is telling us to remember what happened in the beginning of the Bible in the early verses or chapters of Genesis. Schreibt Petrus, dass wir uns erinnern sollen an den Anfang der Bibel, an die ersten Kapitel vom ersten Buch Mose. And today's church has not done a good job of this command from Peter. Und die heutige Kirche, die heutige Gemeinde hat dieses Gebot von Petrus bis jetzt nicht wirklich gut erfüllt. Not everywhere, but some places. Nicht überall, aber in manchen Gemeinden. So for 2,000 years, as people looked around at all various cliffs and layers of stone, Seit 2000 Jahren wird in allen möglichen Gesteinsschichten geschaut. they said, yeah, there are these dead things in the rocks. Ja, da sind solche toten Dinge in den Felsen. And these are rocks laid down by water. Und diese sind Felsen, die durch Wasser gelegt wurden. For almost 2,000 years, Für etwa 2000 Jahre geology writers said that these were the result of Noah's flood. sagen Geologen, dass das die Ergebnisse von Noahs Flut gewesen sind. But in the early 1800s, this began to change. Aber 1800, im 17. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert hat sich das gewendet. Now there were many people who started to doubt the Bible. Da waren viele Kritiker der Bibel. And there were many that doubted the age of the earth. Und da waren viele Kritiker, haben viele das Alter der Erde kritisiert. But many critics realized they could not attack the Bible or the gospel directly. Aber sie haben erkannt, dass sie nicht die Bibel oder das Evangelium direkt kritisieren können. Voltaire tried to attack the gospel and didn't get very far. Voltaire hat das versucht, das Evangelium anzugreifen und hat es nicht geschafft. But there were others, but Charles Lyell was probably the most important one in the early 1800s. Charles Lyell war wahrscheinlich einer der bedeutendsten im 18. Jahrhundert. And he wrote a 3-volume book called The Principles of Geology. Und er hat ein 3-bändiges Buch geschrieben mit dem Titel Die Prinzipien der Geologie. And he wanted to separate the study of rocks from the Bible, from the Sintflut. Und er wollte im Prinzip die fossilen Funde von der Bibel trennen, also die geologischen Funde von der Bibel. He was not a Christian. Er war kein Christ. And he wasn't the best scientist either. He was a London lawyer. Er war nicht mal ein Wissenschaftler, er war ein Londoner Rechtsanwalt. And he wrote his book. It's been documented that he wanted to undermine the gospel. Und in einem Buch hat er geschrieben, dass er das untergraben wollte, das Evangelium. Give me a second. Folgendes Zitat aus dem Buch. Lyell wollte das erste Buch Mose, also Genesis, und damit die ganze Heilige Schrift diskreditieren. Das hoffte er durch die Aushöhlung der Schöpfungsgeschichte und des Flutberichts im Buch Genesis zu erreichen. So he realized a direct attack on the gospel didn't work. Also er hat es realisiert, dass ein direkter Angriff auf das Evangelium nicht möglich ist. So his strategy that he wanted to do, it was not by accident. Also die Strategie, die er dabei gewählt hat, hat er nicht durch Zufall gewählt. He wanted to dig away at the foundation of our gospel. Er wollte diese Grundlage des Evangeliums unterhöhlen. Bringing doubt onto the first 11 chapters of Genesis. Die ersten 11 Kapitel von Genesis, also dem ersten Buch Mose, in Zweifel zu ziehen. Now I could talk a lot about this and Mr. Lyell. Ich könnte jetzt viel über Dr. Lyell sprechen. But basically he said, let's look at the rocks. Aber grundlegend sagt er eigentlich, lass uns die anschauen, die Felsen anschauen. And look at all the sediment layers. Und lass uns die Sedimentschichten anschauen. And the very tiniest layer is like a millimeter thick. Und die dünnste Schicht ist ungefähr 1 Millimeter dick. And you could count these like tree rings. Und man kann die wie Jahresringe beim Baum zählen. And he said, look, here it is. You can count these and you get thousands and thousands of years. Ja, schaut euch das an, hat er gesagt. Du kannst das zusammenzählen und du kriegst Tausende von Tausenden Jahren. And on a giant cliff, you might get millions of years. An einer riesigen Felswand kriegst du vielleicht sogar Millionen von Jahren.
And so he realized, and people began to think, well, maybe the Earth isn't 6,000 years old. These rocks show that it's much, much older. Und er kam dann mit zu dem Schluss, ja, vielleicht ist die Welt dann doch viel, viel, viel älter, als wir bis jetzt geglaubt haben. And this was his agenda. He actually wrote in letters. He wanted to undermine the Bible, especially Genesis. Und das war seine Agenda. Er wollte die Bibel aushöhlen. And he did this and influenced a young man named Charles Darwin. Und er hat das getan und hat den jungen Mann Charles Darwin beeinflusst. If Lyell had not sold the idea of millions of years, wenn Lyell nicht diese Idee von diesen Millionen von Jahren verkauft hätte, Darwin wouldn't have had the time for evolution to work and for people to believe it. Hätte Darwin nicht diese Zeit gehabt, um an Evolution zu glauben, also diese riesen Zeitspannen. And if you don't have Genesis, then where does sin come from? Und wenn wir kein erste Buch Mose haben, woher kommt dann die Sünde? We have to recognize this in order to understand the gospel. Das ist, was wir verstehen müssen, wenn wir das Evangelium verstehen wollen. So we're going to talk a little bit about Grand Canyon. Wir werden ein bisschen über den Grand Canyon sprechen. And what does the Grand Canyon tell us about the Sintflut that Peter says we should remember? Und wir werden... We're going to look a little bit about the Grand Canyon and what does it say that we should remember about the flood? Wir schauen uns den Grand Canyon an und wir werden uns anschauen, was Petrus damit meinte, wenn er sagte, wir sollen uns an die Sintflut erinnern. Okay, so I'm going to show you a short video Ich werde euch einen kleinen Filmausschnitt zeigen. from a friend of mine, and it gives a nice introduction to the Grand Canyon. Das ist von einem Freund von mir und er wird eine gute Einleitung zum Grand Canyon There's geben. a couple of short subtitles in German, Da gibt es einige kleine kurze Untertitel auf Deutsch. and you have to read fast because it goes quickly. Ihr müsst schnell lesen, denn das geht sehr, sehr schnell. And if you understand English in the back, that's probably all you'll hear. Und wenn ihr Deutsch versteht, das ist wahrscheinlich, wenn ihr da hinten seid, das Einzige, was ihr verstehen werdet. The canyon is so large that it can be clearly seen even when showing the entire country. If we zoom in for a closer look, that'll help get our bearings. Here's Flagstaff, the largest town in the entire area. Besser so? Up in the northeast Okay. section is Page, where the Glen Canyon Dam holds Lake Powell. And then off to the left side is Las Vegas. This entire area represents northwest Arizona. Almost 5 million people per year visit the Grand Canyon. It's one of the most visited sites in the world. Most people begin their visit at Grand Canyon Village. That's the main entrance at the South Rim. It's where the hotels, the IMAX movie theater, the shops are. From there, the road basically goes east along the edge to the Desert View Tower and provides many fascinating vistas of the gorge. This area, highlighted in yellow, is where most people view the canyon. But from these viewpoints, look how much of it is actually visible. From the numerous viewpoints all along this road, a visitor only sees about 10 to 15% of the huge series of gouges that form the entire area known as Grand Canyon. It becomes a lot more interesting to look at it from a different altitude, say from an airplane. Looking at it from this perspective, it becomes clear that the canyon appears to be a large gouge into the earth, and the surrounding countryside is relatively flat in most directions. Right down the middle of the canyon is a feature called the Inner Gorge, and at the bottom of the Inner Gorge is where the Colorado River flows. Down on the ground, it's a different story. When you visit the canyon for the first time, you'll walk through the trees, and as you approach it, your jaw will drop open. It's absolutely astounding. Photographs can't possibly do this justice. Look at the people. You stand at the edge of Könnt ihr die Leute sehen? right down into the canyon. In some areas, there are railings so you don't fall, but in most places, you're able to walk right along the edge for miles. In fact, standing here looking straight west, you can just see what a phenomenal hole it is. Now let's look straight east at some interesting features. Notice how this part of the edge rises. It's higher than the surrounding area.
This is the southern end of the Kaibab Upwarp, or some people call it the Kaibab Plateau. Off in the distance is where the little Colorado River enters, and further in the distance is Marble Canyon, where it all began. Okay, the Grand Canyon ist ein sehr großes Riss oder Rip, ein Riss im Land. Es ist 446 Kilometer lang, bis 29 Kilometer breit und der tiefste Abschnitt ist über 1800 Meter. A big hole in the ground, huh? Ein riesiges Loch im Boden. And you can only see small portions of it, but it's still very impressive when you go there. Man kann nur ganz kleine Teile davon sehen, aber es ist ein Wahnsinnseindruck, den man dort hat. So in 2008, my wife and I did a 9-day trip on a little raft through the canyon. Und 2008 haben meine Frau und ich einen 9-Tage-Trip, also eine 9-Tage-Reise auf einem Floß durch den Canyon gemacht. So 9 days with no TV, no radio, So 9 Tage ohne Fernsehen, ohne Radio, no newspapers and no hot water, keine Zeitung und auch kein heißes Wasser. other than for coffee. Nur für Kaffee. But it was a wonderful trip, and we're going to see if we can learn about the canyon Aber das war and what it tells us. Es war eine wunderbare Reise und wir konnten sehen, was der Canyon uns sagt was der Canyon uns zu sagen hat. Yep. And then here are some pictures I took from the airplane. We flew from Las Vegas to where the raft trip begins. Hier sind ein paar Bilder aus dem Flugzeug. Wir sind in Las Vegas gestartet. And you could see, first of all, notice the sharp edges at the very rim. Und ihr könnt hier sehen, diese scharfen Kanten am Rand. And then think about all the material that is missing. Und dann denkt mal daran, das ganze Material, was da eigentlich fehlt. This is actually still the outer gorge. Das ist dieser äußere Bereich. And then there's the inner gorge. You can see the deeper canyons. Und dann sieht man auch diesen inneren Bereich, wo die tieferen Canyon sind. So you tell me, does this look like that little river did everything? Sieht das nach dem aus, dass dieser kleine Fluss das alles gemacht hat? Even with spring floods, could Selbst- it wash all this away? Selbst mit Springfluten könnte der das alles so wegwaschen, alles? I don't think so. Ich denke das nicht. And so even if it took millions of years, the edges are too sharp. There's too much of a hard edge here still. Und selbst wenn es Jahrmillionen gewesen sein sollten, diese Kanten sind einfach zu eckig, zu kantig, um Jahrmillionen alt zu sein. And you've seen water overflow the banks of a river and wash away things. Doesn't this look like this was all washed away? Und man sieht, wie Wasser über Steine rüberfließt und es abschleift und es rundschleift. Aber sieht das danach aus? And the other thing that we want to remember is that this is a part of the canyon at the rim, the very edge of the canyon where the edges are. There's a good view of it. Wir wollen uns daran erinnern, dass dieses die Kante ist von dem Canyon. That area on the top of the canyon is at 6,000 feet elevation. So that's almost 2,000 meters, a little less. Und wenn man sich das anschaut, da oben, diese obere Fläche sind ungefähr 2000 Meter. So you're at high above sea level, much higher than we are here or in Chicago. Also das ist die Höhe über dem Meeresboden und man ist also viel höher als Chicago oder als auch wir hier sind, wenn man da oben an der Kante steht. And the canyon itself, we have 9 distinct layers of rock visible. Und wir haben da ungefähr 9 verschiedene Schichten von Gesteinsschichten. And so here in this diagram, In diesem Diagramm I drew by hand basically the 9 layers and then going down to the outer gorge and the inner gorge. Da habe ich mir dann die eingezeichnet, diese Gesteinsschichten vom äußeren Bereich in den inneren Bereich gehend. And at the very bottom of the inner gorge you see the little bit of blue, that's the Colorado River today. Und ihr seht da ganz in der Mitte von dieser Schlucht so einen kleinen blauen Punkt und das ist der Colorado-Fluss.
So if you go to Grand Canyon and they tell you that this took millions of years and they constantly change that because there's so much evidence that says it was recent, but they don't want it too recent, and then they change and say it was hundreds of million years ago, and then they go back to 60 million years ago. Und wenn ihr dann zum Grand Canyon geht und sie erzählen euch dann über die Jahrmillionen, die übrigens auch immer wieder sich verändern, da finden sie Daten, die wieder viel jünger sind, und dann wollen sie es aber doch nicht ganz so jung machen und sagen dann andere Zahlen. Genau. And in the park rangers, when you go there, they don't talk about what's missing at the Grand Canyon. Und wenn ihr dorthin geht, dann sagen euch die Ranger dort, erzählen euch nichts über das, was da eigentlich fehlt. See, to the north, about 60 kilometers, which is on the left of my picture, 60 Kilometer im Norden, was ihr hier auf der linken Seite seht von meiner Grafik, there's at least 3 distinct more layers of rock that are more than a kilometer deep. gibt es 3 weitere Gesteinsschichten, die mehr als 1 Kilometer hoch sind oder tief sind. And these are also rocks laid down by water. Und die sind auch Gesteinsschichten, die durch Wasser gelegt wurden. And the rocks of the Grand Canyon are sedimentary rocks, so they would have been very flat when they originally laid down in the various stages of Noah's flood. Und auch die Gesteinsschichten dort im Canyon, die sind sehr flach und sie müssten sehr schnell gelegt werden während der Flut. But then something happened. Aber dann ist etwas The passiert. best explanation is, first of all, why are we missing everything that's there in yellow? Die erste Frage ist, warum vermissen wir eigentlich das, was da jetzt alles hier in Gelb gezeichnet ist? This is million cubic miles of material that's missing from the Grand Canyon, almost all of northern Arizona. Das sind Millionen von Kubikmetern, die da fehlen. But actually on the south side of the canyon, near the entrance, there are some piles of dirt. Aber an der Südseite vom Canyon, da sieht man einige Reste von Schmutz. They call them, Red Butte, and they have various names. It's pretty big. Die haben verschiedene Namen für, aber es ist ziemlich groß. And the material in these mounds matches what's 60 or actually 100 kilometers to the north, those same material, except as you come south, it's all gone. Und diese Flecken, die man dort findet, dieses Material, das ist dem sehr ähnlich, was man im Norden, 100 Kilometer von dem entfernt, findet, dort in der ersten Gesteinsschicht. So that area to the left is actually in southern Utah. Das auf der linken Seite ist in Süd-Utah. And it's called the Grand Staircase. Und das ist, wird bezeichnet als die große Treppe. Because the layers actually go up above the Grand Canyon layers like a staircase. Weil diese Gesteinsschichten über den Grand Canyon hinausgehen wie eine Treppe. And there are many other beautiful national parks like Zion National Park. Und da sind viele andere Nationalparks, wie zum Beispiel der Zion Nationalpark. And they also show signs of immense water runoff. Und sie zeigen auch genauso sind Zeichen für einen ganz schnellen Fluss von Wasser. So one of the reasons the secular geologists don't tell the public much about these missing layers Nun, der Grund dafür, dass säkuläre Wissenschaftler oder Geologen diese Gründe oder nichts davon erzählen, is the only explanation is massive runoff of a gazillion cubic meters of water. ist die einzige Erklärung nämlich dafür ist, dass dort tonnenweise Wasser in riesigen Mengen Wasser durchgeströmt ist. Massive sheets of water rushing off the land Riesige Massen von Wasser haben das Land ausgewaschen. as the Rocky Mountains went up Als die Rocky Mountains sich hochstellten and the oceans dropped. und die Meere sanken. And that we find in many places in the world. Und das finden wir an vielen Stellen auf der Erde. And you know what? Und wisst ihr was? Psalm 104 talks about it. Psalm 104. Psalm 1, Vers 4 spricht genau davon. At the end of the flood, the waters rush off, and he puts the waters where God wants them in the oceans, and never will they return to cover the land. Sorry, can you read it? 104. Psalm 104. Can you repeat F.
God in Psalm 104 it talks about the waters rushing off the land at the end of the flood. Gott spricht dort, oder es heißt dort, dass Gott die mit Wassermassen das Land ausgewaschen hat. And the ocean's floor drops. Und der Grund des Meeres sank. The water fills the oceans. Das Wasser hat die Ozeane gefüllt. The runoff causes massive material movement here and on the east coast of USA and in Europe also. Dieser schnelle Abfluss des Wassers hat gewaltige Mengen von Material mitgenommen. And then in Psalm 104 it goes on, the waters collected where God appointed them never to come back on the land. Und in Psalm 104 heißt es dann, dass Gott dem Wasser einen Ort zugewiesen hat, dass es nicht wieder zurück kann, wo es vorher war. So that's part of the promise that he never again will destroy the earth with water. Das ist eines dieser Versprechen, die Gott gegeben hat, dass Gott die Erde nicht mehr mit Wasser bedecken wird. So we have tons of material suddenly removed from this area of Arizona. Wir haben also Tonnen von Material, die in diesem Teil von Arizona weggewaschen wurden. And this probably was the best place for the water to run off to the Pacific. Und es war wahrscheinlich der Pazifik, in dem das ganze Wasser reingeflossen ist. And then you have this tons of material suddenly lifted. The weight is no longer there on the lower levels. Und dann hat man dieses ganze Material hat dann das Ganze hochgehoben, also den ganzen Boden hochgehoben. And all geologists agree that these sediments were laid down flat because water seeks its level. Und alle Wissenschaftler stimmen damit überein, dass diese flach sind, diese Schichten. But in this area we have what we call the K-Bob upwarp or the Colorado Plateau. Und in diesem Bereich haben wir dann dieses Colorado Plateau. This land popped up from pressure from underneath because now it has less weight than the surrounding areas, especially to the north. Da ist dann Gestein hochgedrückt worden, weil unten was gefehlt hat. It's pushing up actually the lava, and on top it's lighter. Genau, und das Lava hat das hochgedrückt. But we do pick up these missing layers way to the north. Aber they are still to the north. The missing layers are still in the north. Aber diese fehlenden Gesteinsschichten, von denen wir eben gerade gesprochen haben, sind noch immer im Norden. Okay. So here's a little illustration. So you have this upwarp. All this material suddenly popping up higher, and it blocks some of the water running away from the rest of the water running away from the mountains. Nun haben wir diese Verwerfung, dieses Kaibab-Verwerfung auf der Grafik. And the water is still filling from the mountains. Und die Gewässer dort füllen sich immer noch von den Bergen. And many geologists are convinced there were big seas, bigger than the Great Lakes, behind this area in northeast Arizona. Und in Nordost-Arizona sagen Geologen, dass dort viel größere Seen gewesen sind. And some of them went all the way up to Salt Lake City. Und viele waren bis hoch nach Salt Lake City. But as this land at the Colorado Plateau went up, während dieses Land sich gehoben hat, and you know, we're talking maybe 1,000 meters. Und wir sprechen hier von ungefähr 1000 Metern. The upper portions crack, just like you would expect. Die oberen Schichten sind dann zerbrochen. But it was enough to hold back the water, but then we had the ice age, and ice started to melt, and the waters got higher. Aber das war genug davon, um das Wasser dort zu halten. Aber dann hatten wir die Eiszeit und das Wasser wurde danach wärmer. And eventually the dam breaks. Und plötzlich ist dann der Damm gebrochen. If you ever seen videos of a dam breaking or of water rushing into an area? Habt ihr schon mal einen Clip gesehen, einen Film gesehen, wo ein Damm gebrochen ist oder wo Wasser plötzlich irgendwo durchfließt? That's an immense amount of damage. Das ist ein riesiger Zerstörungswut. So it broke through this part of the upwarp. Es ist da durch diesen Teil oder ist durch diese Aufwerfung durchgebrochen. So here's the Grand Canyon. The main Colorado River comes from the top of the screen. Hier sieht man den Grand Canyon. Da kommt der Colorado kommt von oben runter. The water mostly comes from the Rocky Mountains, but comes down in pretty much lowland. Das
meiste Wasser kommt aus den Rocky Mountains und fließt dann durch Tiefland. And in order for this to have happened naturally, slowly, Und dass dieses auf natürliche Prozesse geschehen sollte, water would have had to go uphill to carve the canyon. hätte das Wasser hochfließen müssen, um einen Canyon auszuhöhlen. Or it should have gone around it. Oder drumherum fließen müssen. But it goes right through the upwarp. Aber es geht genau durch diese Aufwerfung. So there is this picture from the air again. Hier ist nochmal dieses Bild von dem Oregon. You can see the Colorado here, and it goes up there. And just imagine gazillion tons of water rushing off the land, first removing those 3 layers. Und man kann sich hier vorstellen, bei diesen riesen Spalten, wie das Wasser da durchgeschossen ist und erst diese ersten 3 Gesteinsschichten weggenommen hat. And then the dam breaks, and you get the outer gorge washed away. Und dann ist der Damm gebrochen und du kriegst die anderen Gesteinsschichten, die weggewaschen wurden. And it's still a lot to carve the inner gorge. Und es war immer noch genug, um auch den Rest noch auszuhöhlen. And today we have the little Colorado River just following the crack that's already there. Und jetzt haben wir nur noch den Colorado River, der nur noch diesen Spuren folgt. But it's still very spectacular. Aber es ist immer noch sehr spektakulär. So we're talking maybe 500-600 years after the flood, the dam breaks, and we create the Grand Canyon. Und wir sprechen hier ungefähr von 5.000, 6.000 Jahren, genau, nach der Flut. 500, 600. 500, 600 Jahre, nachdem die Flut gewesen ist. And those are our best guesses. Das sind unsere größten That's the Vermutungen. Schätzung. Schätzung. Yeah. So here we are beginning our float. Hier fangen wir an mit unserem So I have to go faster Ausflug. now. Ich muss ein bisschen schneller machen. And you can see we are at the beginning of this upwarp. Und ihr könnt hier sehen, wir sind am Anfang von dieser Aufwerfung. Look at the sedimentary rocks. Schaut euch diese Sedimentschichten an. You see how they are going up and up? Seht ihr, wie sie hoch und hoch und hoch gehen? So we're on the river, it's going downstream, slowly down, Wir sind auf dem Fluss und wir schippern langsam runter. but on both sides of us, the rocks are going up. Aber auf beiden Seiten vom Fluss gehen die Felswände hoch. And you can see exactly what's going on here. Und hier könnt ihr genau sehen, was hier... Sedimentary rocks would have been laid down initially flat. Sorry, son? Sedimentary rocks would have been laid down initially flat, Sedimentschichten legen sich normalerweise flach. and then the uplift occurred, Und dann dann werden sie hochgedrückt. and the Colorado goes through this plateau. Und der Colorado geht durch dieses Plateau. And the cliffs on both sides get higher and higher. Und die Felswände werden höher und immer höher. And you can see some of the layers here. Und hier kann man manche von diesen Schichten This is sehen. the last bridge across the canyon before you enter the national park. Das ist die letzte Brücke, die man dort antrifft, bevor man in den Nationalpark kommt. And there's our little raft. Und da ist unser kleines Floß, unser kleines And we Boot. would stop every once in a while. Und wir sind ab und zu mal angehalten. And that's standing up is Dr. Andrew Snelling. Und der dort steht, ist Dr. Andrew Smelling. He is a geologist trained in Australia, but has become an expert on the Grand Canyon. Der ist ein Geologe aus Australien, der aber ein Experte vom Grand Canyon ist. He spent many years, and I know other geologists who spent many years in the Grand Canyon. Er und auch andere Geologen haben viele Jahre dort im Grand Canyon verbracht. So we're learning a little geology. If you like rocks and water, this is the place to be. So, wenn ihr ein bisschen mehr über Geologie lernen wollt, das ist ein sehr guter Ort, um dort mehr zu lernen. Or even if you just like rocks. Oder wenn du selbst nur Steine magst. But then we come to this. Aber dann kamen wir zu sowas. And this is kind of a fun view. Take a look. Can you see the people? Und das ist was Interessantes. Könnt ihr die Leute sehen? Maybe here's better. Vielleicht hier besser? Yeah, and look at there's our boats. We could stop the boat and go into this giant hole in the rock. Wir haben dort anhalten können, anlegen können und sind dann in diese Grotte reingegangen. And we talked about rocks Und wir haben über Steine gesprochen. and what water erosion does. Und was Wasserausschwemmung tut. And a lot of the rocks that have fallen off the cliff, Und viele dieser Gesteine sind runtergefallen von den Felswänden. you can look at them and it doesn't take long and you find fossils. Und du kannst darauf schauen und es dauert nicht lange und du findest Fossilien.
And the layers of the canyon have fossils of sea creatures and plants from the bottom to the very top. Und durch jede einzelne Gesteinsschicht durch, wenn man da durchgeht, sieht man Fossilien von Meereslebewesen. So here we did a little hike and it was a very hot sunny day. Wir haben hier eine kleine Wanderung unternommen und es war ein heißer Tag. You get an idea of how high we are because there, way down there is a little beach where our boat is. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie hoch das ist. Da unten ist nämlich der Strand, wo wir unser Boot gelassen haben. And you can see the shoes of some of my colleagues resting after the long hike. Und ihr könnt da die Schuhe von meinen Kollegen sehen, die dort sich ausruhen von der Wanderung. And then we would walk around and look at rocks. Und da sind wir rumgelaufen und haben uns Felsen angeguckt, Steine angeguckt. We made several stops per day, that's why it took so long. Wir haben mehrere Pausen gemacht. And the Dr. Snelling would talk about different features about the flood and how rocks form underwater. Und Dr. Smelling hat dann über verschiedene Dinge geredet, wie die Flut gewesen ist und über die ganzen Gesteine. And then in some places we would stop and talk about some special feature. Und manchmal haben wir dann angehalten und über besondere Eigenschaften gesprochen. So I was learning a lot of geology. I was listening to every word. Also ich habe dort sehr viel über Geologie gelernt. Ich habe jedem einzelnen Wort zugehört. So we were talking about rocks. Wir haben über Steine gesprochen. And I took this quick picture of my wife. Und ich habe ein ganz schnelles Foto von meiner Frau geschossen. You can see how happy she is. Ihr könnt sehen, wie glücklich sie dabei ist. But she enjoyed the trip. Aber sie hat sich sehr gefreut an diesem Ausflug. I took pictures of rocks. Ich habe Bilder von Steinen gemacht. But she took pictures of flowers. Sie hat Bilder von Blumen gemacht. We were there during the time when the cactuses bloom, and there were a lot. Wir waren dort, als die Kakteen geblüht haben, und da gab es sehr viele Kakteen. So she liked the pretty cactus. Sie mochte die schönen Kakteen. And all the other plants. It was in late April, so everything was in bloom after the winter. Und auch die anderen Pflanzen. Und das war am Ende, also Ende gegen April, vom April, und da war alles in Blüte. But did I mention rocks? Aber habe ich nicht Gesteine erwähnt? Yes, lots of rocks and some pretty waterfalls. Und da waren ja sehr viele Felsen und aber auch Wasserfälle. But we had rocks to climb over that were as big as houses or cars. Da gab es Felsen, die so groß waren wie Häuser, wie Autos, über die wir klettern mussten. Doesn't that look like fun to climb on those? Ist das nicht was Interessantes? Macht das nicht Spaß, sowas? Auf solchen Felsen zu klettern? All of the boys are shaking their heads, yes. Alle Jungs schütteln den Kopf, oder nicken. But on the side canyons of the Grand Canyon are some of the most beautiful waterfalls I've ever seen. In den Seitencanyons vom Grand Canyon sind die schönsten Wasserfälle, die es gibt. Okay, so here's just an example of one. Hier ist ein Beispiel von einem. Okay, and then there's some different rock features and pools of water. Da sind einige Gesteinseigenschaften und auch so Zisternen. And we would stop the boats in the evening, and the outfitters, they would prepare dinner. Und wir haben dann am Abend irgendwo angelegt und dann haben die Abendessen zubereitet, die Führer. And some of us who were interested would climb up higher into the rocks and take pretty pictures like this one. Und einige von uns sind dann auch noch weiter hochgeklettert, die Felsen hochgeklettert, um solche schönen Bilder zu machen. And here's a stop we made for lunch. Und hier ist ein Halt, den wir gemacht haben, um Mittag zu essen. Actually, this was for dinner and sleeping. You can see the blue cots. Das war eigentlich fürs Abendessen. Und ihr könnt hier diese blauen Zelte sehen. The lower right, that was going to be somebody's bedroom. Das war so ein Zimmerbett, ein Schlafzimmer. So this is a lunch stop. Das war ein Wir haben gut gegessen. We had salmon one night, steak another night, with everything else to go with it. Lachs eine Nacht, einmal Steak, mit allem anderen so an Komfort, was man so gab. Here's a cleanup after dinner. Hier ist der Abwasch. But we also had a lot of water. Aber wir hatten auch sehr viel Wasser. And there are many rapids in the Colorado River. Und da sind auch viele Reptilien im And that's when it got exciting. Stromstellen, sorry. Sind dort im Wasser. Rapids. Es geht schnell, schnell Wasser. There we go.
And we would take turns at the next rapid, who gets to sit in the front. Und bevor wir dann diese Stromstellen erreicht haben, mussten wir auslosen, wer da vorne sitzt, ganz vorne sitzt. And one day, when we had many rapids to go through, they made my wife sit in the very front. Und an einem Tag, wo wir ganz viele durch diese Stromstellen mussten, haben sie meiner Frau gesagt, sie soll sich ganz nach vorne setzen. We have some young ladies here. You would do that. Wir haben hier ein paar junge Mädchen hier vorne sitzen, die würden das bestimmt tun. Say yes. Würdet ihr es tun? But to give you an idea, here's we are lining up to go through the biggest rapids. Nur damit ihr mal eine Idee davon bekommt. Everything is tied down securely and double checked. Es geht schneller als es sieht aus. Off the side pontoons and hold on. Don't let go. Gut anhalten. Looking at it head on like this, the raft is actually traveling faster than it appears. After a ride like that, now the rest of the day seemed rather benign. So we would have exciting moments like this. Wir hatten sehr tolle Momente wie We diese. had two big boats like that, so one went through so we could video the second boat. Also wir hatten 2 von diesen Booten und einer ist durchgefahren und das andere hat gefilmt. I mentioned the blue cots. Ich habe von diesen blauen Hütten gesprochen. Every night we would stop the boats and unload cots and sleeping bags and all our gear. Jede Nacht haben wir dann angehalten und das alles ausgepackt. And so here we are getting ready. Und hier bereiten wir uns vor für die Nacht. And we actually had a room for two with a beautiful view. Und wir hatten ein Doppelzimmer mit grandioser Aussicht. Yes, every night. And Jede Nacht. we were fortunate, had no rain, but it did get cold. Wir hatten zum Glück keinen Regen, aber es wurde kalt. But after a long day on the river and hiking, Aber nach einem langen Tag am Fluss und Wanderung it wouldn't take long to fall asleep. braucht es nicht lange, bis wir eingeschlafen sind. But before you fall asleep, you could see shooting stars, the sky that you could see between the rocks. Aber bevor du eingeschlafen bist, konntest du in den Himmel hinaufschauen und hast die Sterne gesehen. And it was very nice until you slept. Und es war sehr schön, bis du eingeschlafen bist. So I said this is a double room with a beautiful view. Ich habe gesagt, das ist ein schönes Doppelzimmer mit grandioser Aussicht. What else do you think has a beautiful view? Wo gab es sonst noch eine wunderschöne Aussicht? Was denkt ihr? Other rooms in your house? Andere Räume in deinem Haus? Maybe this. Vielleicht dieses? Sure. Natürlich. Everything that goes into the canyon must come out of the canyon. Alles, was in den Canyon reingeht, muss auch wieder raus. Now, we were a mixed group, but people were respectful of everybody's privacy. Wir waren eine gemischte Gruppe und jeder hat die Privatsphäre von dem anderen respektiert. So every night, as soon as we stopped, the guides would set up the bathroom. Und jeden Abend, als wir angehalten haben, haben die Männer die Toilette installiert. And they would set it up at the end of a little winding path behind bushes and rocks. Und sie haben das meistens so aufgestellt, dass das hinter einer Biegung war, hinter Büschen und Felsen. So you could go there and be alone. So konntest du da hingehen und warst alleine. And at the entrance to the pathway, Und an dem Eingang von diesem Weg they would hang a red towel. haben sie dann ein rotes Tuch hingehangen. So if you were going to the bathroom, you take the towel with you. Wenn du also ins Badezimmer gehst, hast du dieses rote Tuch mitgenommen. Go take care of things with the towel there next to you. Hast du das Prinzip da angebunden? And if the towel was not at the opening of the path, then you didn't go because obviously somebody was there. Und, du hast das mitgenommen, also abgebunden und mitgenommen und dann bist du gegangen und wenn jemand anderes kam und der ist da, hat gesehen, das rote Tuch ist nicht mehr da, wusste er, da ist jemand. But it was very important because what do you think happened if you forgot to take the towel? Und das war sehr wichtig, denn was wäre passiert, wenn man das vergessen hat, das mitzunehmen, dieses rote Tuch? So you made sure you took the towel. So musstest du dir sicher gehen, dass du das mitnimmst. So anyway, we continued on our trip.
Da sind wir weitergefahren. Here we are actually seeing granite and quartz. Hier This se- is the basement rock. Hier sehen wir diese grundlegende Gesteinsschicht, das ist Granit. In the middle of the trip, we are almost all the way down. The huge layers are all around us. Und wir sind da mitten auf dem Fluss und die riesigen Felsen sind dort. And then at the end, we took a helicopter out of the canyon. Und zum Schluss haben wir gesehen, haben wir einen Helikopter genommen aus dem Canyon raus. And that took us to a little ranch on the north side of the rim. Und die haben uns dann genommen und sind zu einer Farm, zu einer Ranch gefahren. An einem With the helicopter. Mit dem Helikopter haben sie uns dahin geflogen. It took maybe 10 trips for the helicopter to get everybody. Es hat vielleicht 10 Mal gebraucht, um alle rüberzubringen. And then after 9 days, we had our first hot shower. Und nach 9 Tagen hatten wir dann unsere erste heiße Dusche. So, nice trip. So, I talked a little bit about the flood, Ich habe ein bisschen über die Sündflut gesprochen a little bit about the formation of the canyon. und über die Formation oder wie die Entstehung des Canyons. So, and we have a lot of people in our world today Und wir haben viele Leute in dieser Welt, influenced by Charles Lyell and other secular geologists. die von Charles Lyell und anderen säkulären Geologen beeinflusst sind. And they say things like, there is no evidence for a worldwide flood. Und sie sagen, da ist gar kein Beweis für eine weltweite Flut. And yet it's right in front of their noses. Und dabei ist es direkt vor ihrer Nase. And yours too, when you just drive your car, and I'll show you. Und du genauso, wenn du dein Auto fährst, werde ich es zeigen. So if there was a worldwide flood, Wenn da just assume if there was one, wenn wir jetzt mal annehmen, es gab wirklich diese weltweite Flut. what kind of evidence would you look for? Nach was für Beweisen würde man da schauen? So first you would look for evidence that all the land was once flooded. Der erste würde man schauen, war überhaupt alles mit Wasser bedeckt? Another thing you might look for is the quick burial of all living things and plants. Das nächste, wonach du schauen würdest, ist dieses schnelle Begraben von Lebewesen und Pflanzen. And by the way, this is the only way to get a fossil, is quick and deep burial. Und nebenbei gesagt, das ist das Einzige, wie man ein Fossil kriegt, dass es schnell beerdigt wird. If anything dies near the surface, Wenn etwas gern auf der Oberfläche stirbt, it gets eaten up and disintegrates in a year or about. wird es aufgefressen werden oder zersetzt sich über mehrere Jahre. If a deer dies in a German forest, Wenn ein Hirsch in einem deutschen Wald stirbt, it doesn't turn to a fossil. versteinert er nicht. It's eaten, and the bones and even the horns are gone in a year or two at the most. Es wird gefressen werden und selbst die Knochen und auch das Geweih wird in ein paar Jahren zersetzt So sein. the flood would have buried things with all the sediments being moved very quickly. So das musste sehr schnell alles geschehen. Die Lebewesen mussten sehr schnell begraben werden. If there was a worldwide flood, we would also look for material that's moved over long distance. Wenn es eine weltweite Flut gab, müssten wir auch über weite Flächen rasch aber abgelagerte Schichten sehen. And going long distances of transport. Die müssten auch längere Distanzen überbrückt haben. Not just a local flood, but across continents. Nicht nur eine lokale Flut, sondern das müsste über Kontinente hinweg. And if it all happened quickly within the course of a year, Und das hätte innerhalb eines Jahres geschehen müssen, sehr schnell. then you would have no erosion between the layers. Dann hättest du keine Erosion zwischen den Schichten. Okay? Secularists say it was millions of years between some of these layers. Einige säkuläre Wissenschaftler sagen, das waren Millionen von Jahren zwischen diesen Schichten. Well, what do you think happens in just a few hundred years? Aber was denkt ihr, was geschieht in nur wenigen hunderten Jahren? You have gullies, erosion, land being washed away. Du hast da Erosion, du hast da Abwaschungen. It doesn't stay stable for millions of years. Das ist nicht stabil für Millionen von Jahren. So we would have very little erosion signs between the layers. Man hätte keine Auswaschungsschichten zwischen den Schichten. And then another sign of the flood might be what happened immediately after.
Und eine andere Sache wäre noch, was ist nach der Flut genau passiert? I talked about massive water, sheets of water rushing off the land. Ich habe von massiven Wassermassen gesprochen, die das Land ausgeschwemmt haben. Other than the missing earth or the missing material, do we have evidence that this actually happened at the end of the flood? Haben wir zusätzlich zu dem Material, was weggewaschen wurde, Beweise dafür? So I'm going to run through these quickly. Ich werde da jetzt ganz schnell nur noch durchgehen. But one thing, remember in Genesis 7, when it describes the flood, Aber eine Sache möchte ich noch daran erinnern, 1. Mose 7, wenn die Flut beschrieben wird. the Hebrew language makes it clear that all the earth was covered by water. Das hebräische Wort oder die hebräische Schrift macht es ganz klar, dass die ganze Erde bedeckt war. Don't let any theologian tell you it was a local flood and Genesis doesn't say that. Wenn einige Theologen sagen, das war nur eine lokale Flut, Genesis sagt das nicht. Also 1. Buch Mose sagt das nicht. It says the entire earth was covered. Es heißt, die ganze Erde war bedeckt. And then some people might say, wait a minute, there is not enough water to cover the Himalayas. Aber warte mal, würden einige Menschen sagen, da war nicht genug Wasser, um die ganze Erde zu bedecken. And today that's true. Und ja, das ist wahr heutzutage. The earth is 70% covered with water, Die Erde ist mit 70% bedeckt mit Wasser. but you couldn't get enough water to cover the Himalayas today. Und du hättest nicht genug Wasser, um heutzutage den Himalaya zu überschwemmen. Okay, so, but then the counter question is, Aber die Gegenfrage ist dann, then why are the mountaintops full of marine fossils? aber warum gibt es dann im Hochgebirge versteinerte Meerestiere? You can go to the top of the Himalayas, Ihr könntet den Himalaya hochklettern or the Rocky Mountains, oder die Rocky Mountains and you will find fossilized clams. und ihr würdet dort versteinerte Tiere finden. And these are fossil clams that are closed. Das sind Clams, Klammen, or Muscheln, Muscheln. die sind versteinert, aber zu. When a clam or a Muschel dies, it slowly opens up because all the muscles relax. Wenn eine Muschel stirbt, dann öffnet sie sich, weil die ganzen Muskeln erschlaffen. But so many of these are fossilized clothes showing they were buried quickly and alive. Aber viele von denen sind verschlossen versteinert und das ist ein Indikator dafür, dass es sehr schnell passiert ist. And we have many examples of marine plants Und wir haben viele Beispiele von von Meerespflanzen, that are on the top of all the mountains. die auf dort oben auf den Bergen You sind. see, the whole world is covered by rocks laid down by water. Und ihr seht, die ganze Erde ist bedeckt mit Felsen, genau. And so there's the Matterhorn. You can look at it. The snow gives you a nice idea of the sediments. Hier seht ihr das Matterhorn und hier könnt ihr auch diese Sedimentschichten sehen. The sediments were laid down low Die Sedimentschichten wurden tief as gelegt, the continents bumped into each other. als die Kontinente aufeinander stießen, It snapped upward and broke into chunks. wurden sie aufeinander geschoben und es gab Risse. So, what else? So the original hills of creation So, die ursprünglichen were not as big as today, der Schöpfung waren nicht so hoch wie jetzt and und erzeugten durch die Flut und den Rückgang des Wassers Billionen Tonnen von Sedimenten über die Kontinente hinweg. so as you look at big mountains, Wenn ihr euch also hohe Berge anschaut, these rock layers were laid down underwater at lower levels, werden diese Gesteinsschichten tiefer sein. and one example is of the North American plate crashing into the Pacific plate. Und ein Beispiel ist diese nordamerikanische Platte, die in die pazifische Platte berührt oder crasht. And all this material cracks up. Und all dieses Material hat sich aufeinander aufgeschoben. And so there's a lot more details, but basically that's how you get sedimentary rock at the top of the mountains. Und es gibt noch vieles andere, aber das ist mit so eigentlich der Hauptgrund, dass es diese Sedimentschichten oberhalb der Erde gibt. And the ocean floor, a lot of people think is heavier material, denser, it sank.
Und weil viele denken, dass auf dem Meeresgrund der Boden dichter ist, dass das gesunken ist. So Noah's flood didn't cover the Himalayas, it made them. Also hat die Flut dabei Noah nicht den Himalaya bedeckt, sondern hat ihn geschaffen. And there you can read the next. Schlamm. Schlammschichten einst unter den Fluten wurden gegen Ende der Flut und anschließend zu neuen Höhen angehoben. So lots of evidence that the entire world was covered with water. Es gibt also viele Beweise dafür, dass die ganze Erde mit Wasser bedeckt war. Okay, but the next thing was many worldwide burial of plants and animals. Eine weitere Sache war, dass die Lebewesen und Pflanzen sehr schnell begraben wurden. And the entire world is full of fossil graveyards. Und die ganze Erde ist voll mit diesen Fossilien. This is called Fossil Bluff in Tasmania. It's near Australia. Das ist in Tasmanien. Da gibt es einen riesen Friedhof, Fossilienfriedhof. And here you can find fossilized whales and possums. You can find fossilized whales and possums. Possums sind Possum. Opossum. Also hier findet man versteinerte Wale und Opossum To them. zusammen. Ja. Did they live together? Leben sie jetzt zusammen? No, not then either probably, but they are buried together. Nein, aber sie sind zusammen begraben. And this is in Wyoming. We have giant fossil graveyards of dinosaurs. Und das ist in Wyoming, da haben wir riesige Friedhöfe mit versteinerten Dinosauriern. And in many places, these are bones that are not just of a creature that laid down, died, and got covered slowly. Und nochmal, das sind nicht irgendwelche Tiere, die schon gestorben sind und dann begraben wurden. They were in a mixmaster, the waters, the floods, the dirt. Das war ein riesen Mischmasch. And then the carcasses would be broken up and then dropped at the end of the flood in a big pile with dirt and seashells. Und dann sind die danach aufeinander gestoßen, die Erdschichten, und andere wieder abgesunken, und es gab dann einen riesigen Most Zusammenhang. dinosaurs, when we try to put them together, it's hard because the bones are all mixed up. Das macht es sehr schwer für Wissenschaftler, denn diese Knochen sind alle miteinander vermischt. And they're mixed in with seashells and clams. Und da sind auch Muscheln mit Plants from dabei. the bottom of the sea. Muscheln vom Meeresboden. If you saw my talk yesterday on dinosaurs, Wenn ihr gestern meinen Vortrag zu Dinosauriern I gesehen habt, showed you the picture of Sue, the big T-Rex in Chicago. habe ich euch das Bild von Sue gezeigt, diesem riesigen T-Rex in Chicago. When they found it, the skull was smashed against the leg bone. Und was sie gefunden haben, der Schädel war gegen den Oberschenkel gestoßen. So digging dinosaurs is not an easy job. Also wenn man Dinosaurier ausgrabt, das ist kein einfaches Geschäft. Here's another example. We have a big graveyard of hadrosaur bones in Alaska. Das ist ein weiteres Beispiel für einen riesigen Friedhof mit Hadrosaurus-Beinen. So we have many examples of animals and plants that went through the mixmaster, the sediments, the giant tsunamis that would have occurred. Also hier ist ein weiteres Beispiel für dieses riesige Mischmasch, für die Tsunamis, die dort waren. But then we would also need rapidly deposited strata. Wir brauchen aber genauso auch rasch abgelagerte Schichten. Remember, Lyell said, and a lot of geologists believed him, that these layers were laid down slowly, hundreds of thousands of years to get 50 meters. Und ihr erinnert euch vielleicht daran, dass Lyell gesagt hatte, dass diese Sedimentschichten sich sehr langsam für hunderte von Jahren gebildet haben. And yet we find fossilized tree trunks that go right through 30 meters of these sediments. Aber wir finden versteinerte Baumstämme, die durch diese Schichten gehen. We have tree trunks fossilized that go through coal seams in England and into the next layer of rock. Wir haben da Baumstämme, die durch durch Kohle gehen und dann in die nächste Gesteinsschicht. Now, if a tree dies and it gets slowly buried over thousands of years, Wenn ein
Baum abstirbt und er wird begraben über tausende von Jahren. What happens to the top half of the tree while it's still sticking there? Was passiert mit dem obersten Teil vom Baum, wenn der da drin steckt? Does it wait to be buried in the next 1,000 years? Wartet er, bis er begraben ist für die nächsten 1000 von Jahren? No, it Nein. rots and gets eaten by Er insects. würde verrotten und von Insekten aufgefressen werden. So these are called polystrata fossils. Diese werden oder mehrfachschichtige Fossilien Yeah, genannt. poly means many, strata means many layers. Also And they Poly go heißt, right through them as if they were buried quickly. Poly heißt mehrfach und Strata ist die Schicht. Also es geht durch mehrere Schichten und die müssen schnell begraben worden sein. Here's another example. Look at the cliff. It's pretty tall. There's a man in a red shirt, if you can see that. Ihr seht hier noch ein weiteres Bild zu einer Klippe in der Felswand und ihr seht dort einen Menschen im roten T-Shirt. So maybe this is a cliff 40 to 50 meters high. Das ist vielleicht so ein 40, 50 Meter hohe Felswand. And you can see the distinct layers of sediments. Und ihr könnt hier die ganz bestimmten Schichten sehen. So how long do you think it took to lay down this cliff? Was denkt ihr, wie lange hat das gebraucht, diese Felswand zu gestalten? How many millions of years? Wie viele Millionen von Jahren? Well, it's actually 3 layers. Das sind eigentlich 3 Schichten. And the first layer was laid down on the 18th of May 1980, and this is near Mount St. Helens. Und das ist die erste Schicht wurde gelegt am 18. Mai 1980 und das ist am Berg Soundman. Many of you remember when Mount St. Helens exploded. Viele erinnern euch vielleicht daran, dass dieser Berg explodiert ist. There was an aftershock, and then in another few hours, the second layer was laid down. Und dann hat sich in den weiteren Stunden dann die nächste Schicht gebildet. And in 1982, there was another eruption, a smaller one. Und dann 1982 war dann noch mal eine kleinere Explosion und die hatte eine weitere Schicht gelegt. These layers get laid down in hours. Diese Schichten legen sich innerhalb von Stunden. And I know an expert on sedimentary geology. Und ich kenne einen, der sich mit diesem Gebiet auskennt, der Geologie. And they can do experiments that now show that this sedimentation happens immediately as a tsunami carrying sediments lays it down. Und sie können sagen, dass das sofort passiert ist nach der Explosion. We also have examples of bent rock. Wir haben auch noch Beispiele von gebogenen Felsen. It's not the clearest picture, but you can see the sediments come from the left fairly straight. Ihr könnt hier sehen, die kommen von links relativ gerade. And then it makes a dipsy-doo-dah, Und dann machen die Sedimentschichten so eine Kurve and it goes almost vertical. und gehen dann fast vertikal in die Höhe. Now this is an uplift, an earthquake type event, Das ist ein Erdbeben oder eine Auswirkung von einem Erdbeben. and everybody agrees that these layers were laid down horizontally as the waters Und brought in jeder the stimmt sediment. damit überein, dass diese Schichten gerade aufeinander gelegt wurden. You can see the people climbing on them. We were there on our trip, Ihr könnt da sehen, die Leute, die dort waren. Wir waren da selber auch auf unserem Ausflug. and then it bends. Und dann hat sich's verbogen. But look, these things are gigantic. Aber die sind gigantisch, diese Dinge. There's a man in the blue shirt. Da ist ein Mensch mit einem blauen Oberteil. If it took 1,000,000 years for some of these layers to be laid down slowly, Wenn es wirklich diese Millionen von Jahren dafür gebraucht hat, dass sich diese Schichten gebildet haben, the bottom layer would be hard as rock. die unteren Schichten würden so hart wie Stein sein. And then the earthquake happens, Und dann passiert das Erdbeben and the rock all goes like this. und der Felsen würde sich aufklappen. Can rock bend? Kann sich Fels so verformen? You want to go out and try to bend a sandstone? Wollt ihr rausgehen und mal einen Sandstein probieren, den so zu verbiegen? It falls apart, it cracks. Der zerbricht. This shows no sign of it. Das zeigt kein Anzeichen dafür. And this, you can find this in many places of the world. And the best explanation that all these layers
laid down quickly and they were still soft when the earthquake happened. Und ihr findet das auf der ganzen Welt und es ist ein Zeichen dafür, dass diese Schichten unheimlich schnell gelegt wurden und dass sie sich verformt haben, während sie noch weich waren. That's the only explanation. It's like a pile of pancakes or many layers of Play-Doh. Do you play with or modeling clay? Das ist wie, als wenn man mehrere Schichten von Pfannkuchen nehmen würde oder von Knete. You could do it yourself. You take all these layers, make it pretty thick with tiny little layers. Du kannst es selber machen, machst du viele verschiedene Schichten und legst die aufeinander. If you waited for the clay to harden, you couldn't bend it. Wenn du dann wartest, bis dieser Ton hart wird, kannst du es nicht mehr verbiegen. But if all the layers are still soft, aber wenn diese Schichten noch weich sind, you could bend it and form it the way you want. Kannst du sie verbiegen und so formen, wie du es haben möchtest. And then it hardens. Und dann wird es hart. I think that's an amazing example that all these layers were laid down quickly. Ich denke, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass diese Sedimentschichten sich schnell gebildet haben. At the Grand Canyon and to the north, you could see what's called the Navajo Sandstone. Im Norden vom Grand Canyon sieht man, was genannt wird, die Navajo Sandstein. And it's a special type of material. They could study the granule size and type of material in these rocks. Und das ist ein ganz besonderes Gestein, ein besonderes Mineral. And it is obviously the only place they can find that the origin for this material comes from northeast America, almost 5,000 kilometers away. Und der einzige Ursprungsort, den man dafür gefunden hat, oder ein anderer Ort, ist 5000 Kilometer weit entfernt im Nordosten. And then we have this layer. This is the, I think it's the Coconino Sandstone. Und das ist eine weitere Schicht, das ist der Coconino Sandstein. And we have found this exact same layer with the same fossils that goes clear across North America into Canada. Und das ist wieder so eine Schicht, die über ganz Amerika geht bis hin nach Kanada. And then here's the white cliffs of Dover. Some of you have seen them. Hier sind die weißen Felsen von Dover. You dig deep enough, all over England, you will find this chalk layer. Du musst nur weit genug durch England durchgehen und weiter tief genug graben, dann wirst du diese Kalkstein finden. But this same layer is under Germany. You can find it here, and it goes all the way to Kazakhstan. Und du wirst diese selbe Schicht auch hier in Deutschland finden, bis hin nach Kasachstan. So, massive movement of layers. Also eine Wahnsinnsbewegung von Schichten. So I said no erosion between them. You can see as we went, there's a perfect straight line between two major layers. Das ist eine perfekt gerade Linie zwischen den Schichten. So they had to have very little time between the layers. Also darf da nur wenig Zeit zwischen diesen einzelnen Schichten gewesen sein. I don't have time to show you everything, but the final point, ich habe nicht genug Zeit, um euch alles zu zeigen, aber der letzte Punkt, as I mentioned, the water runoff. ich habe davon gesprochen, dass das Wasser abfließen musste. So you heard of the continental shelves. Ihr habt sicher von den Kontinentalplatten gehört. Up here in the middle, you can find New York. Hier in der Mitte könnt ihr New York finden. And in the blue, the first layer of blue, you see the continental shelf. There's a lot of material here. Und dort in dem ersten blauen könnt ihr die Kontinentalplatte sehen. And then, on the maps, it shows a deep drop. Und dann gibt es einen riesigen Riss auf der Karte. So here's an example. And this is a secular geologist who studied the shelves. Und hier ist ein Beispiel, das ist ein säkulärer Wissenschaftler, der das untersucht hat. The blue line is the water, but you can see the shelf and the hard edge. Das blaue ist das Wasser und ihr könnt dann das Schelf sehen. Und er hat Folgendes kurz gesagt: Das Schelf ist zu breit, der Rand ist es zu tief. Ist zu tief, das kann nicht das Ergebnis normaler vom Wind erzeugter Wellen an der Meeresoberfläche sein. So just read the rest. Belege für eine massive Erosion an den Kontinentalsockeln. Die Atlantikküste der USA weist Anhäufungen von Material auf mit bis zu 13 Kilometer tiefen Rändern.
Das sagt säkuläre Forschung. If this took millions of years, it would be very gradual slope. Wenn With slow dieses, build up. wenn dieses wirklich Millionen von Jahren gedauert hatte, wäre das eine ganz sachte Steigung gewesen. But if material was washed off the land in gigantic amounts Aber es wurde Material in gigantischen Mengen weggeschwemmt. and quickly, Und schnell. it would take the sediment and just go whoosh, dumps it, and would leave the harder edge than it would take if it took a long time. Dann würde das diese scharfen Kanten hinterlassen, anstatt wenn es nur über eine riesen Zeitspanne sein würde. Und der letzte Punkt, ohne die Sintflut kann keiner erklären, wie diese Kontinentalplatten entstanden sind. And here you could see some from England. Around England, North Europe, and around Scandinavia, the water is shallow. That's a shelf. It shows massive erosion. That's why some of the rocks in Sweden are exposed granite. Everything above them was washed into the edges of the sea. Und hier könnt ihr auch genauso diese Ränder von der Kontinentalplatte, eurasischen Platte sehen. Und selbst in Schweden, wenn man da schaut, da gibt es offen sichtbare Granit. Und das ist ein klares Zeichen dafür. That the material that was above is now on the edge. Dass eigentlich das Material, was unten ist, jetzt an der Kante ist. So here are the 6 items I mentioned. Hier sind diese 6 Punkte, die ich angesprochen habe. So why would God send a flood and kill so many people and animals? Warum sollte Gott eine Flut schicken und so viele Menschen und Tiere sterben lassen? It's part of why Peter wants us to remember. Das ist der Grund, warum Petrus uns daran erinnern möchte. In Genesis 6:5 it says, In 1. Mose 6, Vers 5 heißt es, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten seines Herzens alle Zeit nur böse. and then he goes on. Aber die Erde war verderbt vor Gott, und die Erde war erfüllt mit Frevel, und Gott sah die Erde an, und siehe, sie war verderbt. You see, God takes sin seriously. Seht ihr, Gott nimmt Sünde sehr ernst. And if you think our culture is bad today, Und wenn ihr denkt, unsere Kultur ist schlecht heute, it must have been much worse in Noah's day. hätte es zu Noahs Zeiten noch schlimmer sein müssen. So God sends the flood. Gott hat also diese Flut geschickt. You can read the verse. Und da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt. Und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. He didn't want to just destroy the sinful people. He actually changed everything, including the world. Also er wollte nicht nur töten, sondern er wollte die komplette Erde verändern. So we have to learn to take sin seriously, don't we? Wir müssen also Sünde ernst nehmen. Sollten wir nicht? And Romans 3:23 says, In Römer 3, Vers 23 steht, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. and in Romans 6, Und in Römer 6 steht dann, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. we live in a culture that says, oh, I'm not so bad. Wir leben in einer Zeit, wo wir sagen, wir sind nicht so schlecht. God wouldn't send me to hell if he exists. Wenn Gott existiert, würde er mich nicht in die Hölle schicken. But God takes sin seriously. Aber Gott nimmt Sünde sehr ernst. And I'm a sinner. Und ich bin ein Sünder. And there's nothing I can do to make up for a sin against a holy, perfect God. Und da ist nichts, was ich tun könnte, um vor Gott damit gerecht zu werden. See, God's is the creator. He sets the rules, and his judgment is better than our judgment. Und Gott ist der Schöpfer, er macht die Regeln. Bedenke, sein Maßstab ist viel, viel höher als der unsere. But the good news is, so is his love much higher than we can imagine. Aber die gute Nachricht ist, genauso groß ist seine Liebe. So, if I had time, I would talk about John 3:16. For Wenn ich God jetzt- so loved the world. Wenn ich jetzt noch Zeit hätte, hätte ich über Johannes 3, Vers 16 gesprochen. Denn also hat Gott die Welt geliebt. So it's God's plan always to bring a Savior to give us a way out. Es war also Gottes Plan, uns immer schon einen Retter aus dieser Situation herauszugeben. We can take care of our sin problem simply by confessing it. Wir können uns mit diesem Problem der Sünde einfach damit handeln, wenn wir unsere Sünden bekennen. So if you haven't invited Jesus into your heart, do it. Why wait? Wenn du Jesus noch nicht in dein Herz genommen hast, dann tu es. Worauf wartest du noch?
And Peter tells us to remember, remember, remember. Und Petrus sagt uns, dass wir uns erinnern sollen. 3 times. 3-mal. If you drive, and I've seen it in Germany, everywhere I've been, you see sedimentary rocks along the highway. Immer wenn ich in Deutschland sehe, habe ich auf der Autobahn gesehen, dass es diese Sedimentschichten gibt. So you drive in the countryside and they maybe have cut through some hills to make room for the road. Wenn du zum Beispiel durch die Landschaft fährst und da wurde eine Straße musste ausgehöhlt werden, um eine Straße durchzubauen. And you see the sediments, sandstone and limestone. Da sieht man Sedimentschichten, man sieht Sandstein, man sieht Limestone. These are a reminder that God judged the world with a flood. Das sind Erinnerungen, dass Gott die Welt mit der Flut gerichtet hat. And in most places, if you dig enough, you'll find fossils in these same rocks. Und in manchen Orten, wenn du tief genug gräbst, findest du Fossilien. So remember, remember, remember. Also erinnere dich, erinnere dich, erinnere dich. But you have to remember, Erinnere dich. the end is going to come and God will judge the world again. Das Ende der Erde wird kommen und Gott wird noch einmal die Erde richten. But instead of with water, with fire. Aber diesmal nicht mit Wasser, sondern mit Feuer. 2 Peter 3. In 2. Petrus 3, Vers 10 steht, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Die Elemente aber werden vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. So in Noah's day, there was only one safe place to be on the ark. Da gab es zu Noahs Zeiten nur einen einzigen Ort, und zwar die Arche, wo man sicher war. Today, the safe place to be is in with Jesus. Der sichere Ort, wo wir heute sein können, ist in Jesus. This world is full of sin, even today. Diese Welt ist voll mit Sünde, genauso wie damals, so auch heute. That's why God's going to burn it up sometime. Deshalb wird Gott es eines Tages verbrennen. And those that are with him, who have forgiveness of sin, which is for free. Und diejenigen, die mit ihm sind, diejenigen, denen die Sünde vergeben worden sind, We will enjoy a new heaven and a new earth without sin. wir werden uns an einem neuen Himmel und einer neuen Erde erfreuen können, ohne Sünde, Without sickness and disease. ohne Krankheiten. So, folks, thank you. It's been a long time. Schöne Danke für die Geduld. But then, the final words of Peter, grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Und noch zum Schluss ein Vers aus 2. Petrus 3. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm So sei read die... 2 Peter. Short book, good message. Also lest den Petrusbrief. Es ist ein kurzes Buch, aber eine sehr gute Botschaft. If you want to go through the Grand Canyon with me and Eric Hovind, I have some flyers. Wenn ihr gerne mit mir und Eric Hovind zum Grand Canyon gehen wollt, ich habe ein paar Flyer. This is in Juni. Ähm, And if you want some of my DVDs, I still have a few, including this talk, but longer, on the Grand Canyon. Und wenn ihr noch ein paar DVDs haben wollt, ich habe noch DVDs unten. Gottes Segen noch alle. Have a good time.